Hallo, meine Lieben. Ich wollte euch heute noch eine kleine Teil von Padua zeigen. Und zwar, wir sind hier. Also letztes Mal haben wir ein bisschen mehr dieses Teil hier gesehen. Prato della Valle, die Basilika von Heiligen Antonius und dann auch die Uni-Gebäude, also Palazzo del Bo. Und heute werden wir ein bisschen mehr Plätze sehen. Und zwar, wir sind immer noch in der Nähe von Palazzo del Bo, also hier ist Palazzo del Bo. Ich wollte euch am Anfang das berühmteste Café in Padua, es ist ein bisschen so ein Symbol für die Stadt, das ist diese Café Pedrocchi. Also Café Pedrocchi wurde von Francesco Pedrocchi im 18. Jahrhundert geöffnet, aber dann, wie wir hier sehen können, das Stil von diesem Café ist viel neoklassizistisch. Und wir hatten diesen Stil ab dem 19. Jahrhundert. Und eine andere besondere Sache ist, dass drinnen es gibt drei Säulen, eine rote, eine weiße und eine grüne. Das sind dieselbe Farben der italienischen Fahne. Und wir hatten diese Säulen nach den Einheit Italien im Jahr 1861. Und auch dieses Café wurde auch für lange Zeit das Café ohne Türen genannt, weil für lange Zeit war dieses Café im Tage, aber auch in der Nacht geöffnet und das war auch sehr besonders. Natürlich, weil dieses Café befindet sich in der Nähe von ältester Universität, also dieses hier ist Palazzo del Bo, gab es hier oft viele Studenten, Lehrer und aber auch politische Persönlichkeiten und ja, auch, also es war ein bisschen so ein Treffpunkt für viele Literatpersonen sozusagen. Also hier sind wir auf dem sogenannten Piazza della Frutta, also Obstplatz. Dann hier, es gibt diesen sehr schönen Palast, das ist Palazzo della Ragione und an der anderen Seite, es gibt also hier circa, es gibt der sogenannte Piazza delle Erbe, also Kräuterplatz. Und also diese Plätze sind, wie wir sehen können, sind immer noch heute als Plätzen für den Markt benutzt. Hier findet statt eine der größten Märkte in ganzen Italiens auch. Also auf dem Piazza della Frutta gibt es auch diese ganz besondere Säule, das ist auch Piazza del Peronio genannt. Diese Säule hatte auch für eine Zeit die Benennung an den Platz gegeben, das heißt man hatte für eine Zeit diesen Platz, die Piazza della Frutta, Piazza del Peronio genannt. Perones waren ein Typ von Schuhen, die auf diesem Platz auch verkauft wurden. Also das ist auch sehr besonders. Und dann hier können wir ein bisschen besser diesen sehr schönen Palast, diese schönen Gebäude sehen. In der Nähe hier, also in der Nähe, unter diese Arkaden, es gibt natürlich auch verschiedene Geschäfte, heutzutage noch, von verschiedenen Kategorien, wirklich super verschiedene Kategorien. Und unter denen es gibt die sogenannte Drogheria Due Catini d'Oro. Due Catini d'Oro, das ist eine der ältesten von diesem Typ von Geschäften. Und ja, also das ist auch sehr schön zu sehen, wie man hier sehen kann. Hier sind wir an der anderen Seite, also das heißt, dieser Platz hier ist die Piazza delle Erbe und man sieht auch auf diesem Foto ganz klar der Markt und hier gibt es immer noch diesen Palazzo della Ragione. Es gibt auch eine Verbindung zwischen diesem Palazzo della Ragione und diesem Palast, diese große Gebäude hier ist ein Teil von dem Palazzo Comunale. Das ist auch in verschiedene Teile geteilt, weil es ist ziemlich groß und es gibt hier einen Brunnen auch seit dem 20. Jahrhundert.
Also dieser Platz wurde auch für eine ziemlich lange Zeit für die Einrichtungen benutzt, deswegen hatte man für eine Zeit diesen Platz Piazza della Giustizia genannt. Und dann eine interessante Sache ist, dass an einer Ecke von diesem Palast hier es gibt diese schöne Masseinheiten, die sehr nützlich nicht nur für die Händler, sondern auch für die Kunden waren. Also wo es heute diese Plätze gibt, es gab vielleicht in der Römerzeit schon Plätze und schon schon in der Römerzeit gab es auf diesen Plätzen die Märkte. Und, aber dann waren zwischen 12. und 13. Jahrhundert diese sehr schöne Gebäude, also diese Palazzo della Regione, gebaut und beendet hat. Dann hatte man auch ein bisschen besser die Märkte, der Markt organisiert. Warum das? Weil man hat organisiert, sodass auf jede verschiedene Punkt den Platz gab es verschiedene Kategorien von Waren, von Sachen, von Produkten, die man verkaufen konnte. Also das war auch natürlich sehr nützlich. Drinnen in diesem Palast es gibt eine super schöne, also im ersten Stock, es gibt einen super schönen Salone. Ich wollte euch noch ein Foto zeigen. Dieses hier, also das ist sehr, sehr schön. Es gibt sehr schöne Fresken. Also diese Fresken wurden im 15. Jahrhundert gemacht. Es gab ursprünglich Fresken von Giotto, die hatte man leider total verloren, nach einem Feuer verloren. Aber dann im selben Jahrhundert hatte man diese neue Fresken gemacht. Es gibt am meisten religiöse und theologische Symbole, aber die sind sehr, sehr schön. Diese Statue hier ist eine Holzstatue, eine Kopie von Donatello Scattamelata, und wie man hier sehen kann, diese Salone ist auch sehr, sehr groß. Sie ist ca. 80 Meter lang, 27 Meter breit und 27 Meter hoch, also sehr, sehr groß. Also hier haben wir Piazza della Frutta und Piazza delle Erbe, und ab jetzt gehen wir hier an dem Piazza dei Signori. Das ist auch ein sehr schöner Platz. Dieser Platz wurde im 15. Jahrhundert realisiert, wo es ein Stadtviertel gab. Wir können heute immer noch diese schönen Gebäude, die rund um den Platz gehen. Manche von diesen sind immer noch von der mittelalterlichen Zeit. Signori ist für die Signori Carraresi. Hier gibt es die Kirche von San Clemente, und dann hier diesen Platz, wo ist auch immer noch heute für den Markt benutzt, und hier haben wir die Torre dell'Orologio. Also diese schöne Torre dell'Orologio wurde im 14. Jahrhundert gebaut, und ja, also es ist sehr schön, und die interessante Sache ist, dass diese astronomische Uhr ist auch sehr, sehr besonders, und es wurde im Jahr 2010 restauriert und funktioniert immer noch, also es ist wirklich etwas Besonderes. Wir sehen hier eine große Arkade. Warum das? Weil am Anfang hatte man diese Turm als Eintritt für die Stadt gedacht. Später wurden auch andere mehr klassizistische Dekorationen gemacht. Und wir können auch verschiedene Figuren hier sehen. Es gibt Markus Löwe, also Symbol der Venezianischen Republik, der Republik Venedig. Dann hier haben wir die geflügelte Ziege, und dann hier zwei Männer mit Waffen, die wurden an diese Männer von Andrea Gritti Doge gegeben, und hier sehen wir auch die Name von Andrea Gritti, und dann auch wollte ich euch zeigen diese Säule hier mit Markus Löwe auf der Spitze.
Also es ist alles für diesen Video. Vielen Dank wie immer fürs Zuschauen und wenn das Video euch gefallen hat, können Sie so machen, könnt euch so machen und natürlich wenn ihr möchtet auch an meinem Channel abonnieren, das wäre super. Und ja, also das ist alles und vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.